Tiefes Loch und man muss praktisch als Säugling wieder anfangen, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Trotz Scheidung bleibt von Rönn zunächst mit seinen beiden Söhnen in Kontakt. Doch dann erklärt Scientology ihn und seine Frau Astrid zu Suppressive Persons. So werden Feinde der Organisation genannt. Und mit denen müssen Scientologen alle Beziehungen abbrechen. Wir haben ja immer was gemacht. Wir sind bowlen gegangen, immer zusammen, alle 3 oder 4 oder jo, wie auch immer. Und irgendwann kam dann der Große, wollte mit mir essen gehen. Und dann sagte er, ich muss dir was erzählen, ich wollte mich von dir trennen. Wenn du was von mir wissen willst, nur schriftlich. Entweder kommst du zurück zu Scientology oder wir trennen uns. Fertig, aus. Von Rönn trifft sich mit der Anwältin, die ihn damals vor dem Familiengericht vertrat, als er das Sorgerecht für den jüngeren, noch nicht volljährigen Sohn erstreiten wollte. Denn von Rönn fürchtete, dass über kurz oder lang auch der mit ihm brechen würde. Das Gericht ging seinerzeit auf die Lehre von L. Ron Hubbard nicht ein. Wollte ich Ihnen gerne noch mal zeigen. Ich habe dazu Aufzeichnungen. Das sollten wir uns Auch der ARD-Spielfilm zeigt ein Gerichtsverfahren, in dem es um das Sorgerecht geht. Hier allerdings kämpft der Vater um seine Tochter. Frau Vorsitzende, ich würde Ihnen gerne etwas vorlesen. Ron Hubbard hat es geschrieben, der Erfinder der Scientology-Kirche. Ich protestiere auf das Schärfste. Die Religion meiner Mandantin darf hier nicht zum Gegenstand des Sorgerechtsverfahrens werden. Wenn Sie das beabsichtigen, dann sehen wir uns vor dem Verfassungsgericht wieder. Es ist schon absurd, dass eine Organisation, die die Rechte der Menschen mit Füßen tritt, für sich den Schutz durch das Grundgesetz in Anspruch nimmt. Darf ich jetzt lesen? Nein, ich habe hier nur über das Wohl des Kindes zu entscheiden. Von Rönns Anwältin vermutet, dass auch in der Realität das erforderliche Hintergrundwissen, etwa bei Gerichtsverfahren, fehlt. Ich glaube einfach, dass Scientology, einfach weil insgesamt zu wenig Aufklärung da ist oder dass zu wenig Aufklärung angenommen wird, einfach noch so ein rotes Tuch ist, dass man damit nicht befasst sein möchte und nicht tiefer da reingeraten möchte, um diesen Konflikten irgendwie zu entgehen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist und sehr anstrengend ist, da dran zu arbeiten. Fotos aus früheren Jahren, das ist alles, was von Rönn und seiner zweiten Frau geblieben ist. Nach dem verlorenen Sorgerechtsverfahren hielt der jüngere Sohn genau bis zu seinem 18. Geburtstag die Verbindung aufrecht. Dann brach er alle Kontakte zu seinem Vater ab. Wie schon sein Bruder zuvor. 3,5 Jahre ist das jetzt her. Es bleiben Bilder, die man mal gemacht hat. Und nur die eigenen Gedanken bleiben. Das Positive, was man mit dem Kind gemacht hat. Sonst bleibt nichts. Von Rönn will alles versuchen, um wieder mit seinem Sohn in Verbindung zu treten. Also kann ich nur versuchen, zu gucken, mich für die Scientology-Kirche zu stellen und ihn abzufangen, falls er mal auf Kurs sein sollte oder so. Zum Beispiel so, dass Sie versuchen, irgendwie persönlich Kontakt mit ihm aufzunehmen, genau. Sonst irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten hätte ich nicht. Er ist volljährig, er kann selber entscheiden, zu wem er Kontakt hält, ob er Kontakt haben möchte oder nicht. Kann ganz allein er entscheiden, da kann kein Gericht entscheiden, seine Mutter ist raus, er ist volljährig. Heiner von Rönn hält sich heute mit kleinen handwerklichen Jobs über Wasser. Er hat die persönliche Krise nach dem Ausstieg aus Scientology überwunden, auch dank seiner zweiten Frau Astrid. Aber er macht sich noch immer schwere Vorwürfe, dass er zu lange gezögert hat, um für die Zukunft seiner Söhne zu kämpfen. Das war mein großer Fehler. Meine jetzige Frau hat auch immer wieder mit mir geschimpft. Warum tust du nicht was und hol sie doch da raus. Aber ich war irgendwie noch nicht so weit. Ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt, mich da früher drum zu kümmern. Die Jahre vergingen und ich habe sehr spät erst angefangen, noch was zu retten. Aber es war schon zu spät. Da leidet man natürlich und das wird doch wohl immer so bleiben, weil man sich die Schuld ja eingestehen muss, dass man diesen Fehler gemacht hat. Ja.
Sein Vater verliert seine Kinder, weil er Scientology den Rücken kehrt. Wir hätten dazu gern ein Interview vor der Kamera mit seinen Söhnen oder seiner Ex-Frau geführt. Doch die waren dazu nicht bereit. Am Stadtrand von Neu-Ulm. Markus S., der zweite Aussteiger in unserem Film, kam als 12-Jähriger zu Scientology zusammen mit seinem Bruder Uwe. Der machte Karriere in der Organisation, landete im internationalen Hauptquartier in der Nähe von Los Angeles. Irgendwann erkrankte Uwe an multipler Sklerose. Ich bekam einen Anruf, das war am 8. Oktober 2008 von meinem Vater, dass mein Bruder Uwe gestorben ist. Dann war ich geschockt, habe dann angefangen im Internet zu recherchieren, weil ich eigentlich gedacht habe, der Uwe ist ein hochrangiger Offizier gewesen in Scientology und da müsste doch irgendwo was zu finden sein über eine Beisetzung oder so. Er stieß auf Informationen aus der Aussteigerszene. Einige, die Uwe gekannt hatten, äußerten den Verdacht, dass er jahrelang nicht die nötige medizinische Behandlung gegen seine MS-Erkrankung bekommen habe, dass er heute noch leben könnte. Von Kindesbeinen an verband die beiden Brüder Uwe und Markus eine enge Beziehung. Sie hielt zunächst auch an, als Uwe für Scientology nach Amerika ging und dort seine Frau kennenlernte. Wir wollen sie hier Susan nennen. Doch irgendwann wurden die Kontakte seltener. Was steckte dahinter? Ja, servus Markus hier. Du, ich wollte was fragen. Weißt du, was die Uschi von mir wollte? Immer wieder versuchte Markus mit seinem Bruder zu telefonieren, um mehr über dessen MS-Erkrankung zu erfahren. Als ausgebildeter Behindertenpfleger hätte er Uwe gern aus Los Angeles zurückgeholt, hätte sich um ihn gekümmert. Doch der habe nicht weggewollt oder weggedurft. Ist das alles für dich hier? Guck mal. Gab es einen Grund für Scientology, ihn nicht gehen zu lassen? Wurde er festgehalten gegen seinen Willen? Als Uwe kaum noch sprechen konnte, habe er von Scientology die Auskunft bekommen, Uwe sitze inzwischen im Rollstuhl und sei nicht mehr transportfähig. Ich hätte ihn pflegen können, meine Mutter hätte ihn pflegen können, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber er hatte ja nie die Chance auszureisen, er hatte nie die Chance, uns mitzuteilen, wie es ihm geht. Und als es uns bewusst war, war es ja eigentlich schon zu spät. Markus macht sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Wir wollen ihn dabei begleiten. 22 Jahre nachdem er seinen Bruder das letzte Mal gesehen hat, will er in Los Angeles herausfinden, wie Uwe gelebt hat, wie er gestorben ist und warum er im Angesicht seiner schweren Erkrankung nicht zurück nach Deutschland gekommen ist. Auf dem Flug nach Los Angeles. Markus ist in das Buch eines prominenten Aussteigers von Scientology vertieft. Der beschreibt, wie es ihm erst nach einer wilden